Our position has been discovered. A turret is badly damaged. A turret is destroyed. Rest in peace, asshole. Da haben wir wieder so ein noch völlig unter dem Radar laufendes ATS von einem Ein-Mann-Entwickler, der eindrucksvoll beweist, was mit der Unreal Engine im Strategiebereich alles möglich ist und schon mit seiner frühen Alpha so verdammt viel richtig macht, sodass wir an diesem Thema unter dem Radar unbedingt arbeiten müssen. Apropos Radar, der ist nämlich einer der spannenden Features, die ich in einem ATS so vorher noch nie gesehen habe und total genial finde, aber der Reihe nach. Enemy is blowing up. Rest in peace, asshole. Dieses Video wird euch von meinem Dauerpartner Instant Gaming präsentiert. Aktuell bekommt ihr hier Battlezone 98 Redux, einen meiner absoluten All-Time-Highlights aus meiner Jugend, für ca. 2,50 € hinterhergeworfen. Battlezone ist ein RTS mit Basenbau, welches ihr aber zu großen Teilen aus der Ego-Perspektive steuert und dementsprechend auch mitkämpfen könnt. Das Spiel war zu seiner Zeit revolutionär und wurde vor ein paar Jahren durch Rebellion nochmal ordentlich aufpoliert und sehr sauber für moderne Systeme portiert. Zu Battlezone wird es daher demnächst noch 1-2 extra Videos geben. An dieser Stelle möchte ich euch das Spiel aber schon vorab unbedingt ans Herz legen. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink haltet ihr gleichzeitig diesen kleinen Nischenkanal hier am Leben. Richtig cool, dass ihr das Angebot so gut annehmt. Und jetzt zu Hyperwar. Right behind you. Got your six. Hyperwar entsteht, wie gesagt, noch völlig ohne Kenntnisnahme der Mainstream-Medien beim Ein-Mann-Entwickler Andreas Steinhorst in oder bei Köln und ist gleichzeitig sein Erstlingswerk. Umso beeindruckender daher, was er in seiner frühen Alpha-Version schon alles erreicht hat und hey, das sieht wirklich stark aus. Handlungstechnisch ist noch nicht allzu viel bekannt, da sich aber Nordkorea und die Europäische Union als die spielbaren Fraktionen gegenüberstehen, sollte es auf ein entsprechendes Kriegsszenario hinauslaufen. Eine Singleplayer-Kampagne mit diversen Missionen ist aber fest geplant, auch wenn sich der Dev aktuell auf einen funktionierenden Skirmish-Modus zu konzentrieren scheint, was auch irgendwo Sinn macht. Hyperwar erinnert auf den ersten Blick vom Look her stark an Earth 2150, mixt das Ganze aber mit Supreme Commander und natürlich vor allem Command & Conquer. Im Spiel seid ihr als Commander über einen Satellitenuplink zugeschaltet und habt daher je nach Energielevel eine gute oder schlechte Bildübertragung zum Schlachtfeld. Um mehr von der Map sehen zu können, müsst ihr so zum einen eine gute Energieversorgung sicherstellen und zum anderen Radartürme bauen, die euren Einflussbereich erweitern. Simpel in Richtung des Gegners zu rushen, ist daher hier gar nicht so ohne weiteres möglich. Der Kniff mit dem Uplink zum Schlachtfeld ist sogar so dynamisch, dass ihr zum Beispiel selbst entscheiden könnt, wie gut eure Grafik schlussendlich ist oder ob ihr ein verpixeltes oder mit Artefakten übersätes Bild in Kauf nehmt, um so Energie für andere Dinge zu sparen. Neben Energie benötigt ihr aber auch Metall, um Gebäude zu bauen und müsst dann sogar eure Munition und den Treibstoff für die Fahrzeuge herstellen. Metall bezieht ihr ganz Supreme Commander klassisch über entsprechende Spots, auf denen ihr Extraktoren positionieren könnt. Sollte euch die Energie ausgehen, funktionieren auch diese entsprechend nicht mehr oder fördern eben langsamer. Je nach Spielstil könnt ihr dann über das Forschungszentrum unterschiedliche Gebäude, Abwehrtürme, Fahrzeuge, Mauern, Schilde, Technologien und Update-Boni erforschen, für welche ihr das geförderte Metall investieren könnt. Euch steht in Hyperwar also nicht direkt ein großer Fuhrpark zur Verfügung, sondern nur das, was ihr euch vorher freigeschaltet habt. Habt ihr das Ressourcenzentrum erforscht und gebaut, könnt ihr hier das Metall alternativ in Munition und Treibstoff umwandeln lassen. Da hängt dann also kein weiterer extrem komplizierter Prozess dran, sondern ein System, welches euch weiter abwägen lässt.
Investiert ihr euer Metall zum Beispiel lieber in die Forschung für besseres Equipment? Oder baut ihr damit lieber erstmal viele Einheiten? Haben diese vielen Einheiten dann noch genug Munition und Treibstoff? Oder bleiben die erstmal liegen, da ihr doch zu viel auf einmal erforscht habt? Ihr seht schon, ihr könnt euch hier also auch gehörig selbst Schachmatt setzen. Sobald ihr euren Radarbereich weit genug ausgedehnt habt, um euren Gegner zu sehen, beginnt der klassische RTS-Part, in dem ihr euch dann mit allem zu Land und zur Luft behagt, für das ihr euch vorab in der frühen Spielphase entschieden habt. Einschlagende Projektile scheinen hierbei korrekt berechnet zu werden, können also je nach Flugkurve durchaus an einem Berg oder Hindernis hängen bleiben, was für noch mehr Realismus sorgt. Hyperwar befindet sich seit mindestens 3 Jahren in Entwicklung und scheint in seiner aktuellen Alpha bereits gut spielbar zu sein. Enemy is blowing up. Noch dieses Jahr soll eine erste Demo auf Steam folgen, einen Release-Termin oder gar Release-Jahr gibt es aber noch nicht. Auch konnte ich leider noch nichts zum Thema Multiplayer herausfinden, dass dieser bei so einem Spiel Pflicht ist, sollte aber ohnehin klar sein. Wenn ihr Hyperwar unterstützen möchtet, könnt ihr das in dieser frühen Phase wie gewohnt mit einem Klick auf die Steam-Wishlist tun, um dem Dev euer Interesse am Titel zu signalisieren. Spätestens mit der Demo kann man dann besser abschätzen, ob die ganzen Elemente ineinander greifen und am Ende auch Spaß machen. Ich bleibe jedenfalls für euch dran und werde wieder berichten, also gerne Abo dalassen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Enemy is blowing up. Rest in peace, asshole.